Schneller als wir noch vor einer Woche ahnen konnten, haben sich die Rahmenbedingungen, unter denen wir zu politischen Entscheidungen in Deutschland kommen müssen, noch einmal verändert. Unter diesen Vorzeichen und mit Europa die Bundesrepublik Deutschland jetzt sehr schnell sehr große Anstrengungen unternehmen müssen, um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes und des europäischen Kontinents zu stärken. Europa ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Mit Rearm Europe könnten fast 800 Milliarden Euro an Verteidigungsausgaben für ein sicheres und widerstandsfähiges Europa mobilisiert werden. Hey Leute, das kann doch nicht mehr wahr sein. CDU-Chef Friedrich Merz haut einen raus. Whatever it takes. Und das bedeutet für uns, er will die Schuldenbremse aufweichen, um die Bundeswehr zu finanzieren, ohne eine Obergrenze zu nennen. Und als wäre das nicht genug, kommt noch ein 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Infrastruktur obendrauf. Natürlich auf Pump. Aber haltet euch fest, Ursula von der Leyen setzt noch einen obendrauf. 800 Milliarden für die EU. Die CDU verrät ihre Wähler und tut so, als wäre das alles eine spontane Idee. Dabei haben sie es vorsätzlich geplant und uns belogen. Hat die CDU vorsätzlich vor der Wahl gelogen? Wir zahlen dem Wahnsinn. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das muss diskutiert werden. Auf geht's. Guten Abend. Vielen Dank für Ihr Interesse an dem Statement zu den Sondierungsgesprächen mit Herrn Merz, mit Herrn Klingbeil, Frau Esken, Herrn Söder. Herr Merz, bitte. Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Die Bundestagswahl 2025 liegt noch nicht einmal 10 Tage zurück. Und es überschlagen sich die politischen Ereignisse auf der Welt und in Europa. Schneller als wir noch vor einer Woche ahnen konnten, haben sich die Rahmenbedingungen, unter denen wir zu politischen Entscheidungen in Deutschland kommen müssen, noch einmal verändert. Unter diesen Vorzeichen haben in der letzten Woche die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD begonnen. Am Donnerstag der letzten Woche haben wir die Gespräche aufgenommen. Am Freitag hat es in einer größeren Runde von jeweils 9 Vertretern der CDU, CSU und der SPD die ersten ausführlichen Beratungen miteinander gegeben. Wir haben diese Gespräche in dieser Woche fortgesetzt und sind am heutigen Tag zu folgenden ersten Ergebnissen gekommen. Erstens, angesichts der weiter zunehmenden Bedrohungslage sind wir uns darüber im Klaren, dass Europa und mit Europa die Bundesrepublik Deutschland jetzt sehr schnell sehr große Anstrengungen unternehmen müssen, um die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes und des europäischen Kontinents zu stärken. Wir setzen darauf, dass die Vereinigten Staaten von Amerika auch in Zukunft zu unseren gegenseitigen Bündnisverpflichtungen stehen. Wir wissen aber auch, dass die Mittel für unsere Landes- und Bündnisverteidigung jetzt erheblich ausgeweitet werden müssen. Die dazu notwendigen Entscheidungen, vor allem im Hinblick auf den Bundeshaushalt, dulden spätestens nach den jüngsten Entscheidungen der amerikanischen Regierungen keinen Aufschub mehr. Wir werden deshalb als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD in der nächsten Woche einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen, der das Grundgesetz dahingehend ändert, dass die notwendigen Verteidigungsausgaben aus dem Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland, die oberhalb eines Betrages liegen, der 1% unseres BIP entspricht, von den Beschränkungen der Schuldenbremse freigestellt werden. Ich will es sehr deutlich sagen. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes. Zweitens, die zusätzlichen Ausgaben für die Verteidigung sind nur zu verkraften, wenn unsere Volkswirtschaft binnen kürzester Zeit wieder auf einen stabilen Wachstumskurs zurückkehrt. Dazu braucht es neben einer durchgreifenden Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen für unsere Wirtschaft schnell und nachhaltig Investitionen in unsere Infrastruktur. Die notwendigen Mittel dazu können nicht allein aus den laufenden Haushalten des Bundes, der Länder und der Gemeinden finanziert werden.
Deshalb wollen wir ein kreditfinanziertes Sofortprogramm, ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre errichten, aus dem diese notwendigen Investitionen erbracht werden. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesem Sondervermögen auch private Investitionen in großem Umfang auslösen. Dieses Sondervermögen soll ebenfalls von den beiden Fraktionen von CDU, CSU und SPD in der nächsten Woche im Wege eines Vorschlages zur Änderung des Grundgesetzes auf den Weg gebracht werden. Drittens. Wir wollen auch den Ländern die Möglichkeit einräumen, in ihren Haushalten den Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben herbeizuführen, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35% im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandprodukt nicht überschreiten. Das ist die Regel, die auch der Bund bereits im Grundgesetz hat. Dazu ist eine Konkretisierung des Grundgesetzes in Artikel 115 erforderlich, die wir als Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD ebenfalls in der nächsten Woche in den Deutschen Bundestag einbringen werden. Viertens, meine Damen und Herren, alle diese Entscheidungen stehen nach unserer Auffassung in einem engen und unauflösbaren Zusammenhang mit den aktuellen außenpolitischen und europäischen Entwicklungen. Wir sind uns als Bundestagsfraktionen darüber im Klaren, dass weitergehende Entscheidungen im Hinblick auf den Haushaltsausgleich ebenso notwendig sind wie weitere Entscheidungen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft, zur Änderung des sogenannten Bürgergeldes, zur Verbesserung der inneren Sicherheit und nicht zuletzt zur deutlichen Begrenzung der nach wie vor viel zu hohen irregulären Migration. Dazu werden wir parallel zu den genannten 3 Gesetzgebungsinitiativen die Sondierungsgespräche am Donnerstag und Freitag in dieser Woche fortsetzen und versuchen, sie zeitnah abzuschließen. Wir sind uns der Dimension der vor uns liegenden Aufgaben bewusst. Und wir wollen dazu auch mit den Entscheidungen des heutigen Tages die ersten notwendigen Schritte gehen und Entscheidungen treffen. Wir wissen, dass dies erst alles der Anfang einer längeren Wegstrecke sein kann. Und lassen Sie mich abschließend sagen, ich bedanke mich sehr herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen der CDU, der CSU und der SPD. Ich bedanke mich insbesondere bei Saskia Esken, Lars Klingbeil und Markus Söder für die wirklich gute, nicht immer ganz konfliktfreie, aber im Ergebnis zielführende und gute Zusammenarbeit, die wir in den letzten Tagen und Stunden miteinander gehabt haben. Sie sehen an diesen Ergebnissen, wir sind zu Entscheidungen in der Lage. Vielen Dank. Die USA setzen ihre Militärhilfe für die Ukraine aus und drohen für die Europäer als Schutzmacht auszufallen. Jetzt will die EU sich nicht länger auf Washington verlassen und massiv in die eigene Sicherheit investieren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlägt dafür in Brüssel einen Plan zur Wiederaufrüstung Europas vor. Europa ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Mit Rearm Europe könnten fast 800 Milliarden Euro an Verteidigungsausgaben für ein sicheres und widerstandsfähiges Europa mobilisiert werden. Wir werden natürlich weiterhin eng mit unseren Partnern in der NATO zusammenarbeiten. Dies ist ein entscheidender Augenblick für Europa und wir sind bereit, die Anstrengungen zu verstärken. And we are ready to step up. 2 Tage vor einem Krisengipfel in Brüssel ist der Plan zur Aufrüstung auch ein wichtiges Signal zur Unterstützung der Ukraine, die von einer aufgerüsteten EU profitieren soll. Das Vorhaben umfasst unter anderem verschiedene Anreize für die EU-Mitgliedstaaten zur Steigerung ihrer Verteidigungsausgaben. Außerdem sollen die europäischen Schuldenregeln gelockert werden. Das könnte über 4 Jahre 650 Milliarden Euro freimachen, wie von der Leyen vorrechnet. Ich bin wirklich fassungslos. Eiskalt wurden die CDU-Wähler verarscht. Merz wusste das alles vorher. Das war geplant. Und jetzt? Schulden ohne Ende, Aufrüstung ohne Obergrenzen. Diese Typen sind einfach nur kriegsgeil. Und der normale Bürger darf blechen. Wenn Trump die Zölle für uns erhöht, explodieren hier die Preise wieder. Natürlich auf unsere Kosten. Wir werden ausgequetscht wie eine Zitrone. Uns bleibt nix mehr. Aber egal, den Rest übernehmen dann die Bomben. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Was sagt ihr dazu? Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und haut eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.